Egal, heute geht es um das 50mm f2 von Fuji und was ich damit so im letzten Jahr angestellt habe. Und zwar nicht nur in England oder Spanien, sondern auch am Schwäbischen Meer. Das 50mm von Fuji hatte ich mir gebraucht geholt, da ich mir nicht ganz sicher war, ob ich mit dieser Brennweite zurechtkomme bzw. sie für meine Art der Fotografie einsetzen kann. Auf YouTube fand man auch relativ wenig Reviews dazu, da die meisten sich ja eher ein 56er anschaffen, was es ja nicht nur von Fuji gibt, sondern mittlerweile auch von einigen anderen Herstellern. Und sicherlich hat dann das auch mit der besseren Lichtstärke von 1.2 oder 1.4 zu tun. Es stellt sich also die Frage, wieso ein f2 von Fuji, wenn man doch für etwas mehr Geld ein 1.2 oder 1.4 bekommen kann. Die Antwort ist relativ einfach. Ich mag die Objektive der f2-Serie. Sie sind leicht, kompakt, wetterfest und lichtstark. Sie haben einen Blendenring, den schnellen und leisen Schrittmotor und liefern sehr gute Bildqualität, wenn man mal das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. Zum anderen war mir das 56er in der wetterfesten Version von Fuji einfach zu teuer und die der Dritthersteller hatten entweder keinen Blendenring oder sind nicht wetterfest. Alternativ hätte ich auch noch das alte 56er von Fuji nehmen können, aber das hat noch den alten Motor und ist ebenfalls nicht wetterfest. Wer die anderen Fuji-Objektive der f2-Serie kennt, wie beispielsweise das 23er oder 35er, findet auch beim 50er dieselbe gute Verarbeitungsqualität. Das Fuji ist wetterfest, was in London und auch sonst schon von großem Vorteil war. Mit gerade mal 200 Gramm reiht es sich auch nahtlos vom Gewicht her in die Reihe der anderen f2 oder f2.8 Objektive ein. Und dabei ist es kaum größer oder dicker als das 23er oder 35er. Der Filterdurchmesser beträgt 46 mm. Schöner wäre es natürlich, alle Objektive der f2-Serie hätten denselben Durchmesser. Der Fokusbereich geht von 39 cm bis unendlich. Es hat 9 Blendenlamellen, die größte Blende liegt bei 2 und die kleinste liegt bei 16. Somit bietet es 19 Blendenstufen in 1/3 Schritten. Das 50er besitzt einen Blendenring, der wie gewohnt rastet, und auch im gut gängigen Fokusring gibt es für mich absolut nichts zu meckern. Also alles wie gewohnt. Für mich war es auch eher wichtig, was ich mit dem 50er anstellen kann bzw. für welche Art von Bildern ich es einsetzen kann. Also Blickwinkel und Perspektive sowie Abstand zum Motiv. Den ersten Einsatz hatte das 50er in London und das auch noch nachts bei Regen. Wetterfest war also schon mal definitiv von Vorteil. Also Blende 2 rein und los. Zuerst hatte ich etwas Bedenken, ob 50mm, also 75mm im Kleinbildformat nicht zu nah bzw. zu eng sind. Und natürlich auch, ob die Lichtstärke mit Blende 2 ausreichend ist. Überraschenderweise bin ich dann aber doch ganz gut zurechtgekommen. Wie bei jeder Festbrennweite muss man sich eben den richtigen Abstand suchen und Blende 2 war in den gut beleuchteten Straßen völlig ausreichend. Den nächsten Einsatz hatte das 50er dann am Bodensee, wo ich dann auch noch das Schärfepotenzial getestet habe. Und zwar bei Blende 2, bei Blende 5.6 und bei Blende 8. Wie bei fast allen Objektiven der f2-Serie hat das 50er auch schon bei Offenblende eine sehr gute Schärfe, die wie bei allen anderen durch Abblenden auch noch gesteigert werden kann. Für meinen Bedarf und Geschmack also völlig zufriedenstellend. Was mir beim 50er besonders gut gefällt, ist das Bokeh, das natürlich durch die höhere Kompression noch etwas besser wirkt. Das Bokeh ist unaufgeregt und weich in der Darstellung und das sowohl tagsüber als auch nachts. Nicht zu vergessen, dass das Ganze auch noch richtig Laune macht. Die Naheinstellgrenze des 50ers liegt bei 39 cm. Man kann also schon relativ nah ans Motiv für ein mittellanges Teleobjektiv, wie Fuji das 50er nennt. Allerdings muss einem diese Brennweite auch zusagen, denn im Vergleich zu einem 23er oder 35er hat man hier schon einen ganz anderen Blickwinkel und auch Wirkung. Wer also gerne mit etwas mehr Abstand fotografiert, vielleicht sogar gerade mit dem Thema Streetfotografie beginnt, kann sich mit dieser Brennweite ganz bequem rantasten, ohne aufzufallen. Auch autofokustechnisch gibt es keinen Unterschied zum 23er oder 35er.
Er ist genauso schnell und zuverlässig und lässt sich auch im manuellen Modus über den Fokusring sehr gut steuern. Und wer jetzt noch auf das Thema Verzeichnung oder chromatische Aberrationen wartet, den muss ich leider enttäuschen. Hierzu gibt es aber sicherlich noch das eine oder andere Video auf YouTube. Ich für meinen Teil konnte hier nichts Negatives feststellen. Alles in allem bekommt man in dem 50er ein solides Objektiv zu einem vernünftigen Preis. Aber wie auch schon erwähnt, muss man an dieser Brennweite und dem Blickwinkel auch Gefallen finden. Und ob jetzt ein teureres 56er mit besserer Lichtstärke nicht vielleicht doch besser wäre, muss jeder für sich und seine Fotografie selbst entscheiden. Für mich persönlich ist das aktuell völlig ausreichend. Die Presets, mit denen die Bilder bearbeitet wurden, findet ihr wie immer in meinem Shop sowie die Links zum 50er von Fuji. Das war's von mir für heute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.